Sie alle wissen es, liebe Zuschauer, es gibt nur ein Auto, das passend zum Jahr 2002 gebaut wurde. Und das ist natürlich die legendäre Serie des BMW 2002. Und der Serienheld, der Schwarzenegger in dieser Reihe, das ist der BMW 2002 Turbo. Als der Turbo 1973 vorgestellt wird, sind die BMW-Fans und Autotester in aller Welt begeistert. Nur die Öffentlichkeit ist entsetzt. Mit seiner Kriegsbemalung und seiner brachialen Kraft wird dieses Auto als Straßenrembo verpönt. Der Turbo macht auf der Straße in jeder Beziehung Druck. Über dieses Auto wird sogar im Bundestag diskutiert und er ist der erste echte Porsche-Killer. Aber warum ist der Wagen so ein großer Skandal? Weil er genau zum falschen Zeitpunkt kommt. 1973 herrscht in Deutschland die Ölkrise, die Unfallzahlen steigen. Deswegen hat man gerade auf den Landstraßen Tempo 100 eingeführt. Und nach der Studentenrevolte und dem Jom-Kippur-Krieg heißt es Frieden, Love and Peace. Und BMW macht zu diesem Zeitpunkt etwas völlig politisch Unkorrektes. Man bringt ausgerechnet jetzt das aggressivste Kind der wilden 68er-Generation auf die Straße, eben den 2002 Turbo. Und der Turbo sieht schon sehr verwegen aus mit dieser Kriegsbemalung und den breiten aufgeschraubten Kotflügeln. Und zu allem Überfluss hatte er ursprünglich vorne auf dem Spoiler auch noch in Spiegelschrift Turbo draufstehen, um, wie es im Pressetext hieß, dem Vordermann im Rückspiegel den schnelleren Hintermann zu signalisieren. Das war eindeutig zu viel. Dieses Auto gehört verboten. So war der Tenor damals. Und man hat sogar den Bundestag angerufen, um diese Auswüchse von der Straße zu verbannen. Auch in Zuffenhausen ist man vom Turbo nicht begeistert, denn der König der Autobahn ist der Porsche 911 und der soll es auch bleiben. Aber Gefahr ist in Verzug, denn BMW experimentiert schon länger mit Turbomotoren und so entschließt man sich dann in München, den ersten Serienwagen der Welt mit einem Turbolader zu bauen. Und 170 Turbo-PS und 7 Sekunden für den Sprint auf 100 reichen dann aus, um jeden Porsche zu verblasen. Die Basis für den Turbomotor war die zuverlässige 2-Liter-Maschine aus dem TEI. 1969 hatte man aus diesem Motor übrigens schon mal sagenhafte 280 PS rausgeholt mit einem Turbo im Gruppe 5 BMW. Und damit wurde dann auch Dieter Quester prompt Europameister. Und wer weiß, vielleicht werden die Münchner ohne die Erfahrung aus dem Straßenturbo auch nicht als erster Hersteller Formel-1-Weltmeister mit einem Turbomotor geworden. Das war natürlich 1983 mit Nelson Piquet im Brabham BMW. Den Straßenturbo hat man relativ einfach aufgerüstet. Der Lader kommt von KKK, der hat 0,55 bar Ladedruck. Dazu gibt es einen Ölkühler, ein härteres Fahrwerk und härtere Bremsen. Das war's, das musste damals reichen. Und so auffällig der Turbo von außen aussieht, so nüchtern gibt er sich dann im Innenraum. Hier drinnen ist alles auf das Wesentliche reduziert. Das ist die pure Funktionalität. Da ist kein Schalter und kein Hebel zu viel. Und das schwarze Kunstleder zusammen mit den engen Schalensitzen unterstreicht natürlich noch die Rennatmosphäre im Cockpit. Der einzige Farbtupfer, das ist die rote Umrandung der Instrumente. Wir sind jetzt unterwegs auf einer Passstraße. Es geht also bergauf und wir müssen feststellen, im unteren Drehzahlbereich tut sich hier gar nichts. Das fühlt sich nicht an wie 170, sondern nur wie 70 PS. Dass dem so ist, das liegt natürlich an der Turbotechnik von damals. Man darf ja nicht vergessen, dieses Auto hier war das erste Serienauto der Welt mit einem Turbolader. Porsche, Saab, Renault und all die anderen, die kamen hier erst ein ganzes Stück später. Aber so ab 3000 hört man schon das Pfeifen des Turboladers und ab 4000 setzt er dann auch ganz dezent ein. Dann geht was nach vorne, dann spürt man auch doch schon die 170 PS. Aber man muss aufpassen, dass die Drehzahl nicht in den Keller fällt, wenn man Spaß haben will, weil dann ist es sofort wieder vorbei mit der Herrlichkeit. Es heißt also, dieses Auto möglichst im oberen Bereich zu fahren, also viel zu schalten. Was allerdings den Verbrauch angeht, da ist dieses Auto damals wie heute überhaupt nicht zeitgemäß. Wenn man es ein bisschen fliegen lässt,
dann fließen schon mal gerne 15 bis 20 Liter vorne durch die mechanische Benzineinspritzung. Als der Wagen auf den Markt kam, war er eine Sensation. Das Auto hat unheimlich für Aufsehen gesorgt, aber wirtschaftlich war er kein Erfolg. Und das, obwohl trotz dieser hohen Leistung das Auto nur knapp 19.000 Mark gekostet hat. Das war damals schon fast ein Schleuderpreis, in diesem Fall sogar ein Heckschleuderpreis. Zum Vergleich, ein Porsche hat ungefähr das Doppelte gekostet, aber der Turbo wurde nur 1672 Mal verkauft und 1975 wurde die Produktion dann ganz eingestellt, weil ja der neue Dreier kam. Und wir sind jetzt mit dem BMW 2002 Turbo unterwegs auf der Autobahn. Jetzt muss der Porsche-Killer mal zeigen, was er drauf hat. Wir fahren gerade so 120 im 4. Gang, Drehzahl 3.500 Touren, drücken jetzt mal aufs Gaspedal und da hört man schon das Pfeifen des Turboladers. Jetzt zieht auch der Turbo und der Wagen prescht ordentlich nach vorne, so als würden diese 170 Turbo PS mit ihm durchgehen. Wir sind jetzt bereits bei 180, 5.500 Touren. Allerdings so dieser Turbo-Kick, den man eigentlich heutzutage von einem Turboauto kennt, der setzt hier nicht ein, das geht ganz smooth. Jetzt wird es sehr laut hier, 200, 210, 211, das ist die Höchstgeschwindigkeit, aber das ist ganz ordentlich. Also ich kann mir vorstellen, wenn man mit dem Turbo früher auf der Autobahn unterwegs war, dass man damit die linke Spur gemietet hatte. Der Wagen war ja damals Gesprächsthema. Jeder kannte dieses Auto. Und wenn der im Rückspiegel auftauchte, ich glaube, da haben alle anderen sofort Platz gemacht. Allerdings, die Gefahr mit diesem Auto bestand, dass man auf der Autobahn in eine Art Temporausch verfiel. Und wenn man zu lange Volllast mit dem Turbo gefahren ist, dann bestand die Gefahr, dass sowohl der Turbolader als auch der Auspuff überhitzten. Und dann konnte es schon mal passieren, dass die Zylinderkopfdichtung durchging. Der BMW Turbo, der macht hier auf der Autobahn am meisten Spaß, weil man hier die Kraft des Turboladers so richtig auskosten kann. Und es ist unglaublich, wie locker man mit diesem Auto auch auf der Autobahn mithalten kann oder sogar auch den anderen davonfahren kann. Allerdings, wir hatten es vorhin ja schon mal kurz angesprochen, man sollte das Auto nicht zu lange, zu hart fahren, denn der Motor neigt dazu zu überhitzen, auch wenn BMW 73 im Katalog schreibt, es handelt sich hier um ein problemloses Hochleistungstriebwerk. Die Folge der Überhitzung sind natürlich dann eine kaputte Kopfdichtung oder kleine Risse im Zylinderkopf. Da heißt es beim Kauf aufgepasst, wenn Sie Wasser im Öl finden, dann ist definitiv die Kopfdichtung durch. Aber egal, ob Sie einen Turbo haben oder sich vielleicht noch einen kaufen werden, ab und zu sollte man dieses Auto schon mal so richtig treten, denn man kann es wunderbar durch die Kurven mit dem Gaspedal steuern. Das sollte man allerdings dann doch besser auf einer Rennstrecke machen. Quer durch die Kurven, quer gegen den Zeitgeist. Das war und das ist der BMW 2002 Turbo. In den wilden 70er Jahren durften die Autos eben noch so richtig schön rau und ehrlich sein und vor allen Dingen, sie durften noch Spaß machen.